Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe BVB-TV-Zuschauer, zu unserem großen Sommerinterview mit Michael Zorc. Normalerweise sitzen wir draußen, die Sonne scheint, aber das Wetter hat uns leider einen Streich gespielt. Jetzt sitzen wir hier auch sehr gemütlich in unserem wunderbaren Hotel in Bad Ragaz. Bisschen barock, aber sonst ist alles gut. Inhaltlich wird es aber natürlich dementsprechend gut. Ja, Michael, wir wollen natürlich nach vorne blicken, aber auch vielleicht ein bisschen zurückblicken. Neue Zielsetzung bei unserem Verein. Letztes Jahr war es so, im Laufe des Jahres ist irgendwie so der Traum entstanden, wir können ja doch Meister werden. Wir können ja das schaffen. Wir hatten jede Menge Punkte Vorsprung. Dann aber letztendlich doch haben 2 Punkte gefehlt, um die Meisterschaft zu holen. Ihr habt die Saison sicherlich ausgiebig analysiert, du mit vielen Menschen. Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Ja, eben zu dem, dass sicherlich die Meisterschaft möglich gewesen wäre. Wir sind ganz knapp 2 Punkte hinter Bayern München eingelaufen. Wir waren 21 Spieltage Erster in der letzten Saison und ja, ich habe relativ schnell nach dem letzten Spieltag gesagt, diese Saison ist eine Verpflichtung und Motivation zugleich für die neue Saison. Wir haben gemerkt, wir sind näher herangerückt und daraus hat sich dann auch dieses Gefühl entwickelt, sowohl bei uns Verantwortlichen, aber ich glaube auch aus der Mannschaft, und das spiegelt sich jetzt auch in den Kommentaren der Spieler auch wieder, die gerne diesen Weg mitgehen, dass wir eben auch doch anders als zuletzt und auch etwas offensiver als zuletzt diese Zielsetzung ausgeben. Natürlich auch verbunden damit, dass wir schon noch das Gefühl haben, dass wir den Kader noch weiter verbessert haben mit den Zugängen, die wir getätigt haben. Und ich finde auch nichts Verwerfliches daran, wenn man dieses Ziel ausgibt. Wir wollen wieder um die Meisterschaft mitspielen. Wir haben es im letzten Jahr getan. Wir werden sicherlich nicht gefoltert in Dortmund, wenn es am Ende nicht klappen sollte. Aber wir werden alles dafür tun, wissen aber auch, das haben wir auch gestern bei dem Testspiel auch von Bayern München gesehen, die Mannschaft ist sehr, sehr gut und der Weg wird am Ende wie immer über Bayern München gehen. Ja, nichtsdestotrotz wird jeder Fußballfan in Deutschland ja sagen, schön, dass die Dortmunder das mal machen, einfach sagen, weißt du was, wir gehen jetzt mal in die Offensive. Es ist ja auch für den deutschen Fußball langweilig, wenn immer der gleiche Meister wird. Ja, leider ist es wieder so gekommen, aber es war zumindest eine andere Situation, dass wir zum ersten Mal seit vielen Jahren so etwas, oder wir hatten einen richtigen Meisterschaftskampf, und ich glaube, da ist wirklich in der Tat jeder Fußballfan, wenn er nicht gerade rot-weiß ist oder blau-weiß, ich weiß es nicht, dankbar für in Deutschland. Ja, und im Mai ist dann unser BVB oder ihr richtig in die Offensive gegangen. Nicht nur mit der Verpflichtung von Brandt, Schulz und Hazard, sondern auch verbal. Das haben wir gerade schon besprochen. Wir wollen um die deutsche Meisterschaft spielen. Ist das vielleicht auch ein neues Selbstbewusstsein resultierend aus den letzten Jahren? Na, aus dem letzten Jahr eigentlich, aus der letzten Saison, verbunden natürlich auch mit den Spielern, die jetzt dazugekommen sind, die auch von ihren Clubs, ob es jetzt Gladbach, Leverkusen oder Hoffenheim sind, dann auch diesen Sprung gemacht haben, um dieses Ziel, um diesen Titel dann auch mitzuspielen bei uns, um den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist eine logische Entwicklung in ihrer Karriere. Aber letztendlich für uns auch als Club, dass wir wieder da oben mitmischen wollen. Welches Ziel sollen wir uns sonst setzen, wenn wir im letzten Jahr knapp an der Meisterschaft gescheitert sind? Du hast es eben gesagt, die Spieler wollen das auch mitgehen. Allerdings, es erhöht auch den Druck, natürlich. Sind alle dem Druck gewachsen?
Ja, das wirst du sehen, aber ich glaube, wer zu Borussia Dortmund wechselt und kommt oder wer hier spielt, der weiß, dass es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist und nicht nur ein gemütlicher Samstagnachmittag, sondern dass es auch darum geht, am Ende zu gewinnen, am Ende Leistung abzurufen, Leistung zu bringen, sich stetig weiterzuentwickeln. Aber da glaube ich schon, dass wir den Kader auch ganz gut darauf ausgerichtet haben. Wir werden einen großen Konkurrenzkampf haben auf verschiedenen Positionen und ja, wir fühlen uns insgesamt gerüstet. Ich habe schon mal gesagt, im Moment möchte ich nicht Trainer von Borussia Dortmund sein. Ich wüsste nicht, wen ich aufstelle. Es macht einfach so viel Spaß zuzugucken. Es ist wirklich einfach eine tolle Mannschaft. Wir haben eben die Transferoffensive im Mai angesprochen. Lass uns doch mal kurz über die 3 hochkarätigen Spieler sprechen, die wir verpflichtet haben. Fangen wir einfach mal an mit Julian Brandt. Ja, ich glaube, wir haben sogar noch einen 4. Hochkaräter da wäre ich auch noch verpflichtet. Ja. Das ist ja dann Heimkehr. Wir haben noch ein junges Talent aus Barcelona verpflichtet, der jetzt als Rechtsverteidiger sehr gut macht bislang, Matteo Morey. Aber eben Julian Brandt, gefühlt denkt man, er ist 25 oder älter, weil er schon seitdem er 17 ist, in der Bundesliga spielt. Hervorragender Fußballer, hat eigentlich spieltechnisch alles drauf, was man als guter Fußballer braucht. Und ja, und er hat sich auch ganz bewusst für diesen Schritt zu Dortmund entschieden, hatte sicherlich auch verschiedenste Möglichkeiten, teilweise aus Deutschland, teilweise auch aus dem Ausland, aber er will in seiner Karriere auch den nächsten Schritt machen, verbunden, dass er sich in einem neuen Umfeld zurechtfinden muss. In Leverkusen war er schon auch ein Führungsspieler. Trotz des Alters. Ja, weil er eben schon 5, 6 Jahre dort gespielt hat und eben auch sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat. Auf ihn freue ich mich, weil er einfach unser Spiel ja, sehr flexibel in der Offensive gestalten kann, auf verschiedensten Positionen. Nico Schulz auf der linken Seite, ruhiger, aber voll aggressiver Fußballer. Also im positiven Sinne, dass er Gas gibt. Nico redet nicht so viel, lässt lieber die Leistung auf dem Platz sprechen. Es hat sich unglaublich entwickelt in den letzten 2 Jahren, war für mich so gar nicht absehbar und ist jetzt eine Maschine geworden, möchte ich mal sagen, wenn man den da über die linke Seite mit 35 Stundenkilometern flitzen sieht. Das ist etwas, der bringt einfach Speed und Dynamik in unser Spiel. Eine sehr gute eine sehr gute Flanke, Hereingabe von der linken Seite. Da freue ich mich drauf. Und eben deutscher Nationalspieler. Es ist immer, wie auch Julian, das muss immer unser Anspruch sein, eben als Borussia Dortmund junge deutsche Nationalspieler für uns zu gewinnen. Thorgan Hazard. Auch ein junger, richtig guter Spieler? Ja, ist jetzt schon auch im Alter, wo er auch Verantwortung übernehmen kann. Gilt Ähnliches wie für Julian. Ist auch im Offensivbereich vielleicht sogar noch etwas weiter vorne auf verschiedensten Positionen einsetzbar. Auf der Seite kann sicherlich auch 9,5 spielen, kann vielleicht auch mal ganz vorne spielen, je nachdem. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und er macht uns da deutlich variabler als zuletzt. Du hast eben Matteo Morey schon angesprochen. Wenn man ihn so bei den Testspielen sieht, ein junger Spieler, richtig selbstbewusst, technisch sehr, sehr stark. Also von dem kann man sicherlich auch einiges erwarten. Ja, ich will nicht so viel Erwartungshaltung erzeugen und Druck letztendlich auch erzeugen bei ihm, weil er kommt gerade aus dem Jugendbereich, hat ein Jahr nicht gespielt in Barcelona, weil er eben dann auch den Vertrag dort nicht verlängert hat und dann eben sich für uns entschieden hat. Er hat eine Top-Ausbildung, ja, technisch, taktisch in Barcelona genossen, versucht immer spielerische Lösungen zu finden und ja, ich freue mich, den haben wir ablösefrei verpflichtet, also da freue ich mich sehr auf die nächsten Jahre. Ist sicherlich im Moment noch ein Perspektivspieler für uns, aber hat hier gezeigt, ja, der Junge kann was.
Macht wirklich Spaß zuzuschauen. Da gibt es natürlich noch einen Wechsel, der die ganze Nation spaltet. Mats Hummels kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte. Michael, jetzt erklär mal all den Menschen, warum du überzeugt bist, dass es die richtige Entscheidung war, Mats zurückzuholen. Ja, wir haben die Entscheidung ja nicht aus einer überaus heiteren Bierlaune getroffen, sondern wirklich auch tief überlegt und diskutiert. Am Ende sind einfach die Pluspunkte für diesen Transfer so gravierend und überzeugend, dass man aus meiner Sicht gar nicht zu einer anderen Entscheidung kommen kann. Es muss ja erst mal schauen, gibt es überhaupt eine Verfügbarkeit? Und da haben wir dann irgendwann vor einiger Zeit Signale bekommen, dass das durchaus vorstellbar ist und realisierbar eventuell ist. Und Mats bringt einfach für uns seine spielerische Klasse mit, seine ganze Erfahrung mit. Er kennt den Verein, er kennt zum Teil die handelnden Personen neben dem Platz sowieso, aber auch noch große Teile der Mannschaft. Er weiß, wie es ist zu gewinnen. Ja, und Mats ist unheimlich druckresistent und bringt seine Leistung auch unter höchster Anspannung. Ich weiß, dass es einen oder anderen Vorbehalt gab, ja, warum ist er überhaupt weggegangen. Nur man muss natürlich auch dazu sagen, da kriegt er so ein bisschen Dispens, weil er einfach auch in seinen Heimatverein gegangen ist, in seinem ehemaligen Heimatverein, in seine Stadt gegangen ist, wo er aufgewachsen ist und von daher glaube ich, sollte man das nicht so dramatisch betrachten. Für uns ist wichtig, dass er sich einfach voll unserem Projekt verschrieben hat. Er will mit uns absolut Erfolg haben, will die jungen Spieler führen und das ist auch etwas, was wir auch ganz gut gebrauchen können. Viele Spieler können an seiner Seite noch besser werden, wachsen und reifen. Wenn man ihn so auf dem Spielfeld sieht oder nebenher, ich meine, das haben wir ja auch viele Jahre gehabt, irgendwie hast du das Gefühl, der war gar nicht so richtig weg. Nee. Er hat sich auch persönlich noch weiterentwickelt und geht hier mit gutem Beispiel voran, auf dem Platz, außerhalb des Platzes. Er weiß selbst, dass er natürlich unter starker Beobachtung steht. Jeder wird seine Leistung genau beobachten und begutachten, aber das kann er ab und dem kann er standhalten. Jetzt blicken wir mal auf das gesamte Team, nicht auf einzelne Spieler. Es gab Testspiele, 6 Spiele, 6 Siege, 6 überzeugende Siege. Das kann man ja schon mal als gute Vorbereitung bezeichnen, oder? Ja, von den Ergebnissen her, ja, wir müssen alles richtig einordnen. Jetzt die letzten Gegner waren jetzt auch nicht unbedingt, das müssen wir auch schon da in der Bewertung betrachten, nicht europäisches Topniveau, gegen die wir Aber Michael, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber trotz alledem, wenn man gesehen hat, wie die Mannschaft gespielt hat und wie sie überhaupt an die Sache drangegangen ist, egal gegen wen, dann fand ich das schon außergewöhnlich gut. Wir haben sehr viele gute Aspekte gesehen, aber jetzt kommen wir so langsam zur Wahrheit. Jetzt geht es direkt zum Supercup am Samstag gegen Bayern München. Immer ein schwieriges Spiel. Zum einen großes Prestigeduell. Immer wenn die beiden Clubs gegeneinander spielen, dann spielen wir noch im eigenen Stadion. Da wollen wir natürlich mit allem, was geht, gewinnen. Auf der anderen Seite bist du noch in der Vorbereitung. Es gehört eigentlich noch zur Vorbereitung. Aber wir werden da sicherlich mit absolutem Vollgas auf dem Platz stehen am Samstagabend und versuchen, wieder unsere Leistung zu bringen. Du machst jetzt deinen Job schon seit über 20 Jahren. Wie arbeitsintensiv war dieser Sommer? Ja, alles okay. Also ich bin weit davon entfernt, mich zu beklagen, weil wir natürlich auch die Transfers auf der aufnehmenden Seite diesmal sehr frühzeitig schon hinter uns bringen konnten, war so ein bisschen auch nicht geschuldet, sondern der Tatsache geschuldet, dass wir mit dem Verkauf von Pulisic schon relativ früh Planungssicherheit hatten, zumindest für über große Beträge, die wir investieren wollten, und von daher konnte man das frühzeitig
angehen. Und wie gesagt, wir wissen, dass der Kader natürlich noch einen oder anderen Spieler zu viel an Bord hat. Da sind wir auch in Gesprächen, wir sind dabei und ich bin da relativ zuversichtlich, dass wir das auch in der Transferperiode noch so regeln können, dass der Trainer eine sehr gute Trainingsgruppe an Bord hat, die zum einen nicht zu groß ist, aber eigentlich doch auf viele Fragen und Eventualitäten Antworten geben kann. Wie ist das für dich so, wenn du so Spieler verpflichtest, du lernst sie kennen, sie kommen zu Borussia Dortmund, es geht ins Trainingslager und dann kommt irgendwann der Tag, das erste Spiel bei uns im Stadion. Hast du da auch noch immer so, weil das ja was ganz Besonderes ist, so ein bisschen Vorfreude, die Jungs dann da auflaufen zu sehen? Ja, aber ich freue mich auch, wenn aus der Jugend Jungs hochkommen, wie wir jetzt hier im Trainingslager, die Ferrei und Giovanni Rehna dabei haben. Tobias Raschel ist in den Profikader gerückt, da freue ich mich auch immer sehr drüber. Ich mache das wirklich so lange, deshalb ich freue mich, wenn wir gewinnen. Das ist das Beste. Apropos Gewinnen, am Samstag werden wir gewinnen? Ja, davon gehen wir aus. Wir haben die Heimspiele selten verloren. Ich denke, ein schöneres Schlusswort können wir nicht finden. Wir gewinnen hoffentlich den Supercup am Wochenende. Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, drückt unseren Jungs die Daumen.